BHF hat seit 1995 schon mit Archicad gearbeitet und also ist sehr, sehr zeitig zumindest zur Archicad gekommen mit der gesamten Planung. Und das Interessante dabei ist auch, dass das Büro sehr, sehr zeitig angefangen hat, in großen Teamwork-Prozessen zu arbeiten. Das heißt, das Büro ist schon immer mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern betrieben worden und hat deshalb schnell überhaupt mit Teamwork arbeiten müssen, um große Prozesse mit vielen Leuten abwickeln zu können. Und das ist einer der wesentlichen Gründe auch, warum Archicad so wichtig für das Büro ist, weil es damit möglich war, überhaupt so komplexe Projekte mit vielen Leuten, auch mit vielen Leuten, die schnell zu Projekten mit hinzugeschaltet werden müssen, überhaupt praktizieren zu können. Das Interessante bei uns am Büro ist, wir arbeiten mit unglaublich vielen Arten von Architekturprojekten. Also wir bauen nicht nur Bürohochhäuser oder planen Hotels oder irgendwelche Bäder, sondern bei uns wird auch sehr viel im Innenarchitekturbereich gearbeitet. Das heißt, im Prinzip der Detaillierungsgrad von der Planung wird zum Teil extrem hochgeschraubt. Also wir kümmern uns in Gebäuden um jede Kleinigkeit, um Materialien, um Anschlussfugen und so weiter. Das heißt, die gesamte Bandbreite vom Programm muss unglaublich ausgenutzt werden. Und das hat bei uns erfordert, dass wir sehr, sehr strikt vorgeben, in welcher Planphase wir eigentlich welche Dinge lösen. Und das aber auch sehr, sehr gut mit dem Programm steuern können, wann wir welchen Detaillierungsgrad einsetzen können und wie wir auch Projekte unterschiedlich vom Detaillierungsgrad darstellen können. Also es gibt große Projekte, wo sozusagen die Türklinke oder der Anschluss eines Fußbodens gelöst wird, gleichzeitig aber auch das ganze Haus gebaut wird. Und wir können im Archicad unheimlich gut all diese Detailpunkte, aber auch das ganze große Ganze mit dem Programm planen und auch steuern, wie wir das Ganze haben wollen. Mittlerweile ist für uns sozusagen so der Leitspruch in der Planung, weil sehr, sehr viele andere Planer in diese Projekte mit eingebunden werden müssen. Solange das Modell bei uns ist, haben wir die Macht über das Projekt. Und die Macht ist für den Architekten immer das Wichtigste, weil er darüber überhaupt steuert, was da drin passiert. Und der Bauherr kann ihn zwar schon in bestimmte Richtungen leiten, um zu bestimmen, wo er auch hin möchte, aber wir sind diejenigen, die immer noch alle Informationen über das Gebäude haben. Wir können ihm auch alle möglichen Argumente liefern, warum bestimmte Entscheidungen zustande kommen, weil wir alles über das Gebäude wissen und alles in der Hand haben, um dieses Gebäude auch zu formen. Wir haben sehr viele Projekte gleichzeitig, wo man das merkt. Das Büro hat gleichzeitig zum Teil 80 Projekte laufen. Das heißt, wir machen ganz kleine Projekte. Es wird immer gesagt, derzeit ist die Spanne im Büro von einem kleinen Ausbau, von einem kleinen Restaurant mit, ich glaube, 24 Quadratmetern im ersten Bezirk von Wien bis zu einem Hochhaus mit 100.000 Quadratmetern am Hauptbahnhof in Wien. Und die Spanne dazwischen kann alles abdecken sozusagen. Und das ist auch eine große Stärke dieses Büros. Wir haben um die 100 Mitarbeiter und diese ganzen Mitarbeiter haben unheimlich viele bestimmte Ausrichtungen, um was sie sich kümmern. Und sobald irgendein Projekt bestimmte neue Schwerpunkte bekommt, kann so eine Art Rundruf im Büro starten. Das gibt so E-Mail-Verteiler, das ist immer sehr, sehr lustig, das auch so zu lesen, was alles gefragt wird. Und sofort werden andere Spezialisten sozusagen herangezogen, die sich mit um diese bestimmten Punkte kümmern können da dabei. Und das macht so ein großes Büro aus. Davon lebt sozusagen überhaupt dieses ganze Büro. Das ist auch diese Kraft dabei, dass dieses ganze Team miteinander ständig sich um neue Projekte kümmert und das Ganze formt. Ich glaube, was jetzt Archicad und BIM angeht, ist es so, dass wir jetzt eben in eine neue Ära mit dem Büro geschritten sind, dass wir jetzt erst anfangen, auch wirklich einzusetzen, was das bedeutet, wenn wir das Ganze auch wirklich eben mit in der dritten Dimension, aber eben auch mit weiteren Komponenten bestücken, dass wir eben wirklich konkret formulieren, was wir da haben wollen und nicht mehr nur in 2D-Zeichnungen oder in Renderings ausdrücken, was wir da machen. Und dadurch, dass bei uns im Büro auch noch viele andere Disziplinen mit parallel praktiziert werden, also das heißt zum Beispiel, das ist in Österreich die AFA, also die Kostenkontrolle oder die Abrechnung, die gesamte Bauablaufssteuerung, das ist alles im Büro mit vorhanden und die versuchen wir jetzt auch einzuklinken in diese Projekte. Und wir haben zwar mehrere so Hochhausprojekte, die ich heute auch noch vorstellen werde, wo das sehr, sehr offensichtlich wird. Das sind eben große Gebäude, wo viel im Innenausbau, Design betrieben wird und so weiter, wo man das einfach sehr, sehr schnell sieht. Das ist sehr plakativ. Aber in Wirklichkeit das absolut spannendste Projekt, was wir haben, ist ein Projekt, was, ich sag mal so, zurzeit bei uns nur so semi-BIM ist. Also es ist noch nicht komplett durchmodelliert, weil es einfach nicht möglich ist. Und zwar handelt es sich dabei um einen Bestandsumbau in Wien von einem über 100 Jahre alten Einkaufshaus, wo die Bausubstanz so alt ist und schon so oft verändert wurde, dass sie nicht mehr verändert werden darf. Aber es wird im Prinzip eine komplette neue Substanz eigentlich reingebaut.
Und der Umbau ist so komplex, dass uns der Generalplaner eigentlich nur bis zum Entwurf drin haben wollte, weil er sich sicher war, das Ganze kann danach nur eine Baufirma wirklich steuern und ausführen. Und die Baufirma hat aber sich die Pläne angeguckt und hat gemerkt, okay, das kriegen wir selber nie hin, und hat uns wieder als Büro, als Sub reingenommen, damit wir die Planung für die Baufirma machen. Und wir haben dort angefangen, alles an Objekten irgendwie an Informationen zu sammeln, was da drin wirklich existiert. Das fängt vor allem bei Türen an und Fenstern und so bestimmten Dingen, die man dort vor allem so für den Brandschutz und für bestimmte Haustechniksteuerung braucht, dass wir an vorhandene Objekte, die wir schon in der Archicad-Bibliothek haben, einfach noch viel mehr Parameter ranhängen, wo wir einfach nur Informationen sammeln, die wir brauchen, um Auswertungen zu machen, um alles gleich aus diesem Projekt heraus auswerten zu können. Und so komisch wie das klingt, aber das hat in dem Projekt am allermeisten Nutzen gebracht. Nicht, dass wir automatisch Schnitte erzeugen und so weiter, weil das ist in so einem Projekt fast nebensächlich, sondern im Prinzip überhaupt erstmal die Organisation der Planung, welche Dinge gebraucht werden, mit welchen Eigenschaften. Das wirklich mal komplett in so einem Projekt reinzustecken, wo es im Prinzip wirklich nur noch darum geht, um absolute Feinheiten von Türen, also welche Scharniere werden eingesetzt, welche Schrauben beim Scharnier werden eingesetzt, also sind das flache Schrauben obendrauf oder welche mit einer gezogenen Phase. Also Feinheiten, die wollen wir wahrscheinlich gar nicht mehr so im genauen Detail wissen, aber all das ist wirklich mal reingestopft worden, und das ist für mich mittlerweile viel mehr BIM, als dass wir jetzt immer nur große, schöne 3D-Gebäude zeigen, was die meisten als BIM verstehen, sondern das sind für uns in Wirklichkeit die Dinge, die viel mehr Effizienz in die Projekte reinbringen und wo viel mehr Leute auch merken, dass es was bringt, als wenn wir nur 3D-Bilder zeigen.